Fühlst du dich bei Adjektiven manchmal unsicher? Du kennst schon viele Verben, aber deine Sätze klingen immer noch einfach? Genau darum geht's heute. In diesem Video bekommst du 50 Adjektive, mit denen du sofort wie ein 2-Spä-2-Sprecher klingst. Klarer, genauer, erwachsener. Viele von euch haben unser letztes Video 50 Verben, die du jetzt brauchst, geschaut und geschrieben, dass ihr euch endlich sicherer fühlt. Das hier ist der nächste Schritt. Wenn du die Verbenfolge noch nicht gesehen hast, kein Stress. Schau erst dieses Video zu Ende, dann hast du schon deinen Adjektivboost. Und danach kannst du die Verben nachholen. Bleib bis zum Ende dabei. Wir machen eine kleine Mini-Geschichte, in der wir ganz viele dieser Adjektive verwenden. So hörst du sie im echten Kontext. Los geht's! 50 Adjektive, das klingt so viel, Ben. Keine Sorge, 50 klingt nach viel, aber wir schaffen das Schritt für Schritt, ohne Stress. Versprochen. Ich fühle mich oft so überfordert mit Adjektiven. Manche sind so ähnlich. Ich verwechsel zum Beispiel ehrgeizig und geizig. Und selbstbewusst und selbstverständlich habe ich auch schon verwechselt. Das ist ganz normal. Adjektive können tricky sein, aber heute machen wir sie ganz einfach. Echt? Wie denn? Wir haben einen Plan. Wir lernen die 50 wichtigsten Adjektive in 5 Gruppen. Jede Gruppe hat ein Thema, zum Beispiel Charakter, Gefühle, Alltag. So hast du einen Kontext. Okay, 5 Gruppen klingt besser als 50 einzelne. Und was machen wir genau? Für jedes Adjektiv gebe ich dir eine einfache Bedeutung, 3 Beispielsätze, einen kleinen Vergleich oder ein Bild im Kopf, damit du es dir besser merken kannst. Sogar ein Bild im Kopf? Cool. Wie ein kleines Lego-Modell für jedes Wort. Genau, bildhafte Erklärungen helfen viel und wir machen kleine Dialoge, damit du die Wörter im Alltag hörst. Und Fehler? Ich mache bestimmt Fehler. Wir besprechen zu jedem Adjektiv einen typischen Fehler. Keine Sorge, aus Fehlern lernt man doch. Puh, das klingt wirklich gut. Ein bisschen wie ein Spaziergang statt Marathon. Genau, Schritt für Schritt. Und du bist nicht allein. Ich bin hier und wir machen das zusammen. Okay, ich vertraue dir. Lass uns starten. Welche Kategorie kommt zuerst? Wir starten mit Adjektiven für Charakter und Menschen. Bist du bereit? Entschlossen und motiviert. Super, also los geht's. Set 1 heißt Charakter und Menschen. Diese 10 Adjektive helfen dir, Menschen und Persönlichkeiten besser zu beschreiben. Fangen wir an. Das erste Adjektiv ist freundlich. Freundlich. Das heißt friendly, oder? Genau. Freundlich bedeutet nett und lieb sein. Zum Beispiel, mein Nachbar ist sehr freundlich. Die Kellnerin war freundlich und hat gelächelt. Alle mögen Lea, weil sie so freundlich zu jedem ist. Dieses Adjektiv ist wie die Sonne. Sie ist warm und hell und macht das Leben für alle schöner. Genau so ist mein neuer Chef. Er grüßt nie und schaut immer ernst. Gar nicht freundlich. Tröste dich doch. Vielleicht hatte er nur einen schlechten Tag. Versuch trotzdem freundlich zu ihm zu sein. Das ist nämlich ansteckend. Sagt man, ich bin freundlich mit dir? Man sagt freundlich zu dir. Also ich bin freundlich zu dir. I'm friendly to you. Das zweite Adjektiv ist ehrlich. Ehrlich? Heißt das einfach die Wahrheit sagen? Richtig. Ehrlich bedeutet, man sagt immer die Wahrheit und lügt nicht. Zum Beispiel, er ist immer ehrlich zu seinen Freunden. Sei ehrlich, hast du meine Schokolade gegessen? Ich versuche immer ehrlich zu sein, auch wenn es schwer ist. Dieses Adjektiv ist wie ein klarer Spiegel. Du siehst alles genau so, wie es ist und nichts ist versteckt. Ich muss ehrlich sein. Ich habe gestern nicht für Deutsch gelernt. Danke für deine Ehrlichkeit. Kein Problem. Dann lernen wir jetzt zusammen weiter. Ich habe den Satz gehört, du kannst ehrlich mit mich sein. Man sagt ehrlich zu mir, also du kannst ehrlich zu mir sein. Ehrlich und geduldig. Geduldig, also patient, warten können? Genau. Geduldig heißt, man kann gut warten und bleibt ruhig dabei. Zum Beispiel, Maria ist sehr geduldig mit Kindern. Im Büro musst du manchmal geduldig warten. Deutsch lernen braucht Zeit. Du musst geduldig sein. Dieses Adjektiv ist wie ein großer Akku. Du hast viel Energie und hältst lange durch, ohne leer zu werden. Oh Mann, ich warte seit 30 Minuten auf den Bus. Ich bin gar nicht geduldig. Busfahren ist die beste Geduldsprobe. Atme tief durch. Sag ich habe nicht Geduld? Man sagt, ich habe keine Geduld oder ich bin nicht geduldig. I'm not patient.
Das 4. Adjektiv ist zuverlässig. Das klingt wichtig. Heißt das reliable? Genau. Zuverlässig bedeutet, du machst das, was du versprochen hast. Du kannst dir trauen. Zum Beispiel, mein bester Freund ist immer zuverlässig und hilft mir. Unser Chef ist zuverlässig. Was er sagt, macht er auch. In einer Gruppe ist es wichtig, zuverlässig zu sein. Dieses Adjektiv ist wie eine Uhr, die immer die richtige Zeit anzeigt. Man kann sich einfach darauf verlassen. Meine Mitbewohnerin ist super zuverlässig. Sie vergisst nie, die Miete rechtzeitig zu überweisen. Ich träume von einer solchen Mitbewohnerin. Zuverlässige Menschen machen das Leben leichter. Nummer 5. Ehrgeizig. Hat das was mit Geiz zu tun? Nein, gar nicht. Ehrgeizig bedeutet sehr fleißig sein und viel erreichen zu wollen. Zum Beispiel, meine Schwester ist ehrgeizig und lernt jeden Tag für die Uni. Ein ehrgeiziger Sportler trainiert jeden Morgen um 6 Uhr. Ich bin ehrgeizig beim Deutschlernen. Ich möchte nächstes Jahr B2 schaffen. Dieses Adjektiv ist wie eine Rakete zum Mond. Du willst hoch hinaus und gibst nicht auf, bis du da bist. Manchmal bin ich zu ehrgeizig. Ich will alles perfekt machen. Ein bisschen Ehrgeiz ist gut, aber übertreib es nicht. Schritt für Schritt, okay? Ehrgeizig klingt wie geizig. Hat das was miteinander zu tun? Nein, geizig heißt stingy, will kein Geld ausgeben. Ehrgeizig heißt ambitious, hat mit großen Zielen zu tun. Ganz verschieden. Weiter geht's. Nummer 7. Locker. Locker. Das klingt wie easygoing, oder? Genau. Locker heißt entspannt, nicht streng und ganz ruhig. Zum Beispiel, unser Lehrer ist locker. Wir dürfen im Unterricht auch mal lachen. Bleib locker. Es ist nur ein Spiel, kein Problem. Markus ist sehr locker und macht sich nicht viel Stress. Dieses Adjektiv ist wie ein Luftballon, der leicht durch die Luft schwebt. So locker und frei fühlst du dich. Ich kann vor Prüfungen nie locker bleiben. Ich bin immer total angespannt. Stell dir vor, du bist ein Luftballon. Ganz locker. Das hilft vielleicht. Ich habe auch den Satz gehört, die Schraube ist locker. Bedeutet das was anderes? Ja, locker heißt auch loose. Eine Schraube ist locker, heißt sie ist nicht festgezogen. Aber bei Personen heißt locker entspannt, easygoing. Nummer 8. Streng. Das ist das Gegenteil von locker, oder? Strict? Richtig. Streng heißt sehr hart, mit vielen Regeln. Zum Beispiel, mein Vater war sehr streng. Ich musste jeden Tag um 20 Uhr ins Bett. Unsere Lehrerin ist streng. Wir dürfen nicht schwätzen. Manche Chefs sind streng und erwarten perfekte Arbeit. Dieses Adjektiv ist wie ein Zug auf festen Schienen. Alles läuft genau nach Plan. Kein Zentimeter Abweichung ist erlaubt. Mein Vater war früher total streng. Keine Süßigkeiten, kein Fernsehen. Wow, das klingt wirklich hart. Aber vielleicht hat es dir ja auch geholfen. Sagt man streng zu mir oder streng mit mir? Man sagt meistens streng mit jemandem. Also, mein Vater war streng mit mir. Das 9. Adjektiv ist hilfsbereit. Das mag ich. Bereit zu helfen? Genau. Hilfsbereit bedeutet, dass man gerne für andere da ist und hilft. Zum Beispiel, meine Nachbarin ist sehr hilfsbereit und trägt meine Einkäufe mit hoch. Die Kollegen im neuen Job sind hilfsbereit und beantworten alle meine Fragen. Viele Deutsche sind hilfsbereit, wenn du nach dem Weg fragst. Dieses Adjektiv ist wie beim Lego-Bauen. Dir fehlt ein Stein und ein Freund gibt ihn dir sofort. Das ist hilfsbereit. Ich ziehe morgen um und brauche Hilfe. Hoffentlich sind meine Freunde hilfsbereit. Biete Pizza an, dann sind bestimmt alle sofort hilfsbereit. Kann ich über eine Person sagen, er ist sehr hilfreich? Besser nicht. Hilfsbereit benutzt du für Personen. Hilfreich ist für Dinge oder Tipps. Zum Beispiel, sein Rat war hilfreich und er selbst war sehr hilfsbereit. Und das 10. Adjektiv in Set 1, selbstbewusst. Ich verwechsle das immer mit selbstverständlich. Heißt es self-confident? Richtig. Selbstbewusst heißt, man hat Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten. Zum Beispiel, Lisa ist sehr selbstbewusst und spricht vor 100 Leuten ohne Angst. Sei im Vorstellungsgespräch selbstbewusst, aber nicht arrogant. Mit jeder neuen Vokabel werde ich selbstbewusster beim Sprechen. Dieses Adjektiv ist wie eine Superheldenpose. Brust raus, Kopf hoch, du fühlst dich stark und sicher. Beim Deutschsprechen bin ich noch nicht so selbstbewusst.
Ich habe Angst vor Fehlern. Keine Sorge, mit jeder Übung wirst du ein bisschen selbstbewusster. Selbstbewusst und selbstverständlich. Ich verwechsel die manchmal. Ja, die Worte klingen ähnlich. Selbstverständlich heißt of course, natürlich. Selbstbewusst heißt self-confident. Ganz unterschiedliche Bedeutungen. Gut gemacht. Das waren die ersten 10 Adjektive. Wow, das ging ja schmerzfrei. Ich hab's kapiert und sogar ein bisschen Spaß gehabt. Sehr schön. Jetzt gehen wir rüber zur nächsten Kategorie. Gefühle und Emotionen. Set 3 heißt Gefühle und Emotionen. Mit diesen Adjektiven kannst du endlich sagen, wie du dich wirklich fühlst. Das 11. Adjektiv, nervös. Nervös kenne ich. Das ist nervous, oder? Genau. Nervös bedeutet aufgeregt und ängstlich. Man kann nicht ruhig bleiben. Zum Beispiel, vor Prüfungen bin ich immer nervös. Sie spielt zum ersten Mal Klavier auf der Bühne und ist sehr nervös. Mach dich nicht nervös, du schaffst das. Dieses Gefühl ist wie 1000 Schmetterlinge im Bauch, die Welt flattern. Oh, ich bin so nervös. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch. Tief atmen. Nervös sein zeigt nur, dass es dir wichtig ist. Du packst das. Nervös und nervig. Klingt ähnlich. Ist das das Gleiche? Nein, pass auf. Nervös, nervous. Nervig, annoying. Großer Unterschied. Das 12. Adjektiv, entspannt. Das Gegenteil von nervös. Relaxed, oder? Genau. Entspannt heißt ruhig, locker und ohne Stress. Zum Beispiel, nach dem Urlaub bin ich total entspannt. Lisa bleibt immer entspannt, selbst wenn es Probleme gibt. Ein warmes Bad macht mich entspannt. Dieses Gefühl ist wie eine Katze, die gemütlich in der Sonne liegt. Einfach zufrieden und ruhig. An einem freien Sonntag bleibe ich lange im Bett. Dann bin ich endlich entspannt. Oh ja, das klingt herrlich. Sage ich bin entspannend oder ich bin entspannt? Du bist entspannt. I'm relaxed. Entspannend würde bedeuten, etwas anderes wirkt beruhigend. Zum Beispiel, Yoga ist entspannend. 13, frustriert. Oh, das kenne ich gut. Frustrated. Richtig. Frustriert bedeutet enttäuscht und genervt, weil etwas nicht klappt. Zum Beispiel, er ist frustriert, weil er schon wieder die Prüfung nicht bestanden hat. Ich bin frustriert von der Arbeit. Nichts funktioniert. Wenn man keine Fortschritte sieht, wird man irgendwann frustriert. Dieses Gefühl ist wie immer wieder gegen eine Wand laufen. Du willst weiter, aber nichts bewegt sich. Oh Mann, ich bin so frustriert. Ich bin schon 3-mal durch die Prüfung gefallen. Das tut weh, aber gib nicht auf. Beim nächsten Mal klappt es. Heißt es frustriert über oder frustriert von einer Sache? Du kannst beides hören, aber oft sagt man frustriert über etwas. Zum Beispiel, ich bin frustriert über das Ergebnis. 14, begeistert. Excited oder enthusiastic? Genau. Begeistert heißt sehr erfreut und voller Energie für etwas. Zum Beispiel, mein Chef ist begeistert von meiner Arbeit. Sie war begeistert, als sie das Geschenk öffnete. Die Kinder spielen begeistert Fußball im Garten. Dieses Adjektiv ist wie ein Kind an Weihnachten mit leuchtenden Augen. Du freust dich riesig. Ich habe echtes deutsches Brot probiert. Ich bin begeistert. Das schmeckt so gut. Willkommen im Club. Gutes Brot kann wirklich begeistern. Sagt man begeistert von oder begeistert für etwas? Man sagt begeistert von etwas. Zum Beispiel, ich bin begeistert von diesem Buch. Nummer 15, überfordert. Das bin ich oft. Heißt das overwhelmed? Richtig. Überfordert heißt, etwas ist zu viel oder zu schwer, man weiß nicht weiter. Zum Beispiel, ich bin überfordert mit den vielen Hausaufgaben. Er ist im neuen Job überfordert. Alles ist kompliziert. Wenn du zu viel auf einmal machst, fühlst du dich überfordert. Dieses Gefühl ist wie ein Computer, auf dem 50 Programme gleichzeitig offen sind. Alles wird langsam und nichts geht mehr. Oh Mann, diese ganzen Grammatikregeln. Ich fühle mich total überfordert. Mach langsam, Schritt für Schritt. Dann bist du nicht mehr überfordert.
Sagt man überfordert mit oder überfordert von etwas? Öfter überfordert mit etwas. Zum Beispiel, ich bin überfordert mit diesem Projekt. Oder man sagt, das Projekt überfordert mich. 16. Neugierig. Ah, curious. Genau. Neugierig bedeutet, man will alles wissen und entdecken. Zum Beispiel, das Kind ist sehr neugierig und stellt viele Fragen. Ich bin neugierig auf das Ergebnis des Tests. Meine Katze ist neugierig und schaut in jede Kiste. Dieses Adjektiv ist wie eine Katze, die jede offene Tür erkunden will. Du willst wissen, was dahinter ist. Ich bin echt neugierig. Kommt noch eine Überraschung im Video? Lass dich überraschen. Neugier ist super zum Lernen. Sagt man neugierig auf oder neugierig über etwas? Immer neugierig auf etwas. Also, ich bin neugierig auf die nächste Lektion. 17. Zufrieden. Das klingt schön. Satisfied, oder? Genau. Zufrieden heißt froh sein. Alles ist gut so, wie es ist. Zum Beispiel, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Nach dem leckeren Abendessen war er rundum zufrieden. Sie ist zufrieden mit ihrer Prüfung. Die Note war gut. Stell dir vor, du hast super lecker gegessen und dein Bauch ist voll. Du lehnst dich zurück und lächelst. Das ist zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit meinen Deutschfortschritten. Es wird besser. Das ist toll. Wer zufrieden ist, lernt leichter. Heißt es zufrieden mit oder zufrieden über etwas? Immer zufrieden mit. Also, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. 18. Verwirrt. Confused, oder? Richtig. Verwirrt bedeutet durcheinander. Man versteht nichts mehr. Zum Beispiel, ich bin verwirrt. Kannst du das bitte nochmal erklären? Sie schaut verwirrt, weil die Aufgabe so kompliziert ist. Nach dem Film waren alle ein bisschen verwirrt. Deine Gedanken sind wie ein Wollknäuel, das komplett verknotet ist. Du findest den Anfang nicht mehr. Oh Mann, heute bin ich total verwirrt. Ich habe Kaffee ins Müsli geschüttet. Klingt, als bräuchtest du noch mehr Schlaf. Sage ich bin verwirrend? Nein. Du kannst sagen, ich bin verwirrt. I'm confused. Verwirrend würde bedeuten, etwas ist für andere verwirrend. Confusing. Also, der Film ist verwirrend. Ich bin verwirrt. 19. Stolz. Proud. Das Gefühl mag ich. Genau. Stolz heißt sehr glücklich über eine eigene Leistung sein. Zum Beispiel, ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft. Nach dem Marathon war er stolz auf sich selbst. Sie ist stolz auf ihre Kinder, weil sie so fleißig sind. Dieses Gefühl ist wie einen großen Goldpokal hochhalten. Du hast etwas geschafft und zeigst es der Welt. Ich habe endlich die B1-Prüfung bestanden. Ich bin richtig stolz auf mich. Super! Du kannst wirklich stolz sein. Sagt man stolz auf dich oder stolz von dir? Auf Deutsch stolz auf. Also, ich bin stolz auf dich. I'm proud of you. Und Nummer 20, ängstlich. Das klingt wie Angst haben, anxious. Richtig. Ängstlich bedeutet, man hat oft Angst oder ist sehr vorsichtig. Zum Beispiel, mein Hund ist ängstlich, wenn es donnert. Vor der Prüfung war ich etwas ängstlich. Sie ist ängstlich beim Kennenlernen neuer Leute. Dieses Adjektiv ist wie ein kleines Kaninchen, das bei jedem Geräusch zittert. Man fühlt sich unsicher. Ich bin ängstlich, wenn ich im Dunkeln alleine nach Hause gehe. Das verstehe ich gut. Ruf am besten jemanden an, dann fühlst du dich sicherer. Sagt man, ich bin Angst? Nein, du kannst sagen, ich habe Angst oder ich bin ängstlich. I'm scared. Klasse, das waren 10 Gefühlsadjektive. Ganz schön viele Gefühle, aber jetzt kann ich sie viel besser ausdrücken. Super. Weiter geht's mit der nächsten Gruppe. Alltag und Situation. Set 3 heißt Alltag und Situationen. Diese Adjektive brauchst du ständig im normalen Leben. Zum Beispiel bei Gesprächen über deinen Tag. Das 21. Adjektiv. Praktisch. Practical, oder? Genau. Praktisch heißt nützlich und bequem im Alltag. Zum Beispiel,
Ein Rucksack ist sehr praktisch für die Uni. Es ist praktisch, in der Stadt zu wohnen, weil alles nah ist. Kochen zu können ist praktisch und spart Geld. Dieses Adjektiv ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Klein, aber du kannst damit fast alles machen. Diese neue Vokabel-App ist echt praktisch. Ich kann überall lernen. Super! Praktische Dinge machen das Leben leichter. Man sagt doch auch, das ist praktisch unmöglich. Bedeutet das dann fast unmöglich? Genau. Praktisch kann umgangssprachlich so gut wie heißen. Aber hier meinen wir praktisch als nützlich. Beide Verwendungen sind korrekt. 22. Nützlich. Das ist ähnlich wie praktisch, oder? Useful? Genau. Nützlich bedeutet, es bringt dir einen Vorteil oder hilft dir. Zum Beispiel, dieses Wörterbuch ist sehr nützlich beim Lernen. Ihr Rat war nützlich und hat mir geholfen. Ein Fahrrad ist in der Stadt sehr nützlich. Dieses Adjektiv ist wie ein guter Werkzeugkasten. Du hast genau das richtige Werkzeug, um ein Problem zu lösen. Danke für den Tipp vorhin. Der war echt nützlich. Gern geschehen. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. 23. Typisch. Typical. Das kenne ich. Richtig. Typisch heißt genauso, wie man es erwartet. Charakteristisch. Zum Beispiel, typisch deutsch ist pünktlich zu sein. Es ist typisch für ihn, zu spät zu kommen. Typisch, dass es ausgerechnet heute regnet, wo ich keinen Schirm habe. Dieses Wort ist wie ein Stempel. Es bestätigt genau das Klischee oder die Erwartung, die man hat. Genervt. Typisch. Immer wenn ich es eilig habe, kommt die Bahn zu spät. Ja, das kennt jeder. Typisch Murphys Gesetz. Sagt man typisch für dich, oder wie? Genau. Zum Beispiel, typisch für ihn ist, dass er zu spät kommt. Oder einfach, typisch, dass er zu spät kommt. 24. Seltsam. Seltsam. Heißt das strange? Genau. Seltsam bedeutet merkwürdig, komisch oder ungewohnt. Zum Beispiel, der Film gestern war echt seltsam. Er benimmt sich heute seltsam. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Stell dir vor, du machst ein Puzzle und ein Teil passt überhaupt nicht hinein. Das ist seltsam. Mein Nachbar trägt im Hochsommer einen Wintermantel. Das finde ich seltsam. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Vielleicht friert er schnell? 25. Peinlich. Oh, das Gefühl mag niemand. Embarrassing? Ja, peinlich heißt, man schämt sich für eine Situation. Zum Beispiel, es war mir peinlich, vor allen Leuten hinzufallen. Der Versprecher war peinlich, alle haben gelacht. Ihm ist nichts peinlich. Nothing embarrasses him. Dieses Gefühl ist wie auf einer Bananenschale ausrutschen und alle sehen es. Du wirst rot und möchtest im Boden versinken. Er rötet. Mir war total peinlich, als ich meinen Chef aus Versehen geduzt habe. Schmunzelnd. Uff, ja. Aber keine Sorge, das passiert fast jedem Deutschlerner mal. Sag ich bin peinlich? Nein, das sagt man nicht über sich selbst. Du sagst, es ist mir peinlich. Oder, mir war das sehr peinlich. I was embarrassed. 26. Angenehm. Das klingt gut. Pleasant, oder? Genau. Angenehm heißt schön, komfortabel. Es tut gut. Zum Beispiel, die Massage war total angenehm. 25 Grad und ein leichter Wind. Das Wetter heute ist angenehm. Es ist sehr angenehm, am Sonntag auszuschlafen. Dieses Adjektiv ist wie ein warmes Schaumbad nach einem langen Tag. Du fühlst dich wohl und entspannt. Lächelnd. Übrigens, es ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Du erklärst das ruhig. Dankeschön. Lernen soll ja auch angenehm sein. Stimmt. Und Leute sagen manchmal angenehm, wenn sie sich vorstellen, oder? Genau. Angenehm beim Kennenlernen bedeutet so viel wie freut mich.
Das kommt von angenehm, ihre Bekanntschaft zu machen. 27. Unangenehm. Das Gegenteil. Unpleasant. Richtig. Unangenehm heißt nicht schön, störend oder unkomfortabel. Zum Beispiel, das Gespräch mit meinem Chef war unangenehm. Mir ist es unangenehm, vor vielen Leuten zu reden. Kälte und Regen sind unangenehm ohne Jacke. Stell dir vor, du musst eiskalt duschen. Brr, das ist richtig unangenehm. Es ist mir unangenehm, wenn fremde Leute mir persönliche Fragen stellen. Das verstehe ich. Manches muss man einfach abblocken. Ist unangenehm das gleiche wie peinlich? Nicht ganz. Peinlich ist unangenehm plus Scham, embarrassing. Unangenehm kann einfach bedeuten, dass etwas nicht schön ist, ohne dass man sich unbedingt schämt. 28. Kompliziert. Kompliziert. Das sage ich oft. Genau. Kompliziert heißt schwierig, oft mit vielen Regeln oder Teilen. Zum Beispiel, deutsche Grammatik kann kompliziert sein. Die Anleitung ist so kompliziert, ich verstehe nichts. Mach es nicht komplizierter als nötig. Dieses Adjektiv ist wie ein Labyrinth mit 100 Wegen. Du weißt nicht, wo es lang geht. Die deutsche Steuererklärung ist super kompliziert. Ich verstehe gar nichts. Glaub mir, das finden sogar wir Deutschen kompliziert. Gibt es einen Unterschied zwischen kompliziert und schwierig? Meistens sind sie ähnlich. Kompliziert betont, dass viele Teile oder Regeln dabei sind. Schwierig ist allgemein, nicht leicht. 29. Gewöhnlich. Heißt das ordinary oder usual? Richtig. Gewöhnlich bedeutet normal, üblich, nichts Besonderes. Zum Beispiel, er steht gewöhnlich um 7 Uhr auf. Das ist ein ganz gewöhnliches Dorf. Gewöhnlich trinkt sie Tee zum Frühstück. Stell dir ein einfaches weißes T-Shirt vor. Es ist normal, nichts Auffälliges, einfach gewöhnlich. Gewöhnlich stehe ich um 5 Uhr auf und jogge 10 Kilometer. Wow, wirklich? Sehr diszipliniert. Nein, war nur ein Scherz. Gewöhnlich schlafe ich bis 8 Uhr. Und ungewöhnlich ist dann das Gegenteil, oder? Genau. Ungewöhnlich heißt nicht normal. 30. Selbstverständlich. Ah, of course. Genau. Selbstverständlich heißt natürlich. Es versteht sich von selbst. Zum Beispiel, kommst du morgen? Selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder beschützen. Du musst dich nicht bedanken. Das ist selbstverständlich. Für einen Fisch ist es selbstverständlich, im Wasser zu leben. Es ist das Normalste der Welt. Hilfst du mir bei den Hausaufgaben? Selbstverständlich. Frag mich einfach. Also kann ich selbstverständlich wie natürlich benutzen, oder? Ja, es ist ein bisschen formeller als natürlich, aber im Prinzip gleich. Es bedeutet of course. Super. Damit hast du auch diese 10 drauf. Ganz schön intensiv, aber ich kann noch. Perfekt. Denn jetzt kommen unsere letzten 10 B2-Adjektive für echten Fortschritt. Set 4 heißt Arbeit, Schule und Denken. Damit klingst du im Beruf, in der Uni und in Diskussionen viel professioneller. 31. Logisch. Logical. Das ergibt Sinn. Genau. Logisch heißt klar und folgerichtig. Zum Beispiel 1 plus 1 gleich 2. Das ist logisch. Deine Argumentation ist logisch und verständlich. Es ist logisch, erst die Grundlagen zu lernen. Dieses Adjektiv ist wie die Rechnung 1 plus 1 gleich 2. Da gibt es keine Diskussion, es stimmt einfach. Wenn du viel übst, wirst du besser. Das ist doch logisch. Absolut. Oft sind die einfachsten Dinge am logischsten. 32. Unklar. Unclear, oder? Richtig. Unklar bedeutet nicht klar, schwer zu verstehen oder verschwommen. Zum Beispiel, mir ist unklar, was du sagen willst. Die Regeln sind noch unklar. Der Vertrag ist unklar formuliert. Stell dir vor, du schaust durch schmutziges Wasser. Du kannst nichts erkennen. Die Sicht ist unklar. Diese Matheaufgabe ist total unklar formuliert. Ich verstehe nur Bahnhof. Frag ruhig nach. Wenn etwas unklar ist, muss man es klären. Sage ich bin unklar? Nein, besser, mir ist etwas unklar. Oder etwas ist unklar für mich.
33. Präzise. Das klingt wie precise. Genau. Präzise heißt sehr genau und exakt. Zum Beispiel, die Waage ist sehr präzise. Sie zeigt das Gewicht auf 1 Gramm genau. Bitte schreib präzise, nicht zu allgemein. Der Chirurg muss sehr präzise arbeiten. Dieses Adjektiv ist wie ein Laser, der exakt die Zielscheibe trifft. Mein Chef will immer präzise Berichte mit allen Details. Jede Zahl muss stimmen. Ja, in manchen Berufen muss man extrem präzise sein. Präzise ist das gleiche wie genau, oder? Genau. Präzise bedeutet exakt, sehr genau. 34. Anspruchsvoll. Das Wort ist lang. Heißt es demanding? Richtig. Anspruchsvoll bedeutet, etwas ist schwierig und verlangt viel Leistung. Zum Beispiel, die B2-Prüfung ist anspruchsvoll. Das Publikum war anspruchsvoll. Es erwartete viel. Dieses Projekt ist sehr anspruchsvoll und kompliziert. Dieses Adjektiv ist wie einen hohen Berg besteigen. Es kostet Kraft und Anstrengung, aber du kommst hoch hinaus. Mein neuer Kurs ist ganz schön anspruchsvoll. Wir bekommen viele Hausaufgaben. Das klingt anstrengend, aber anspruchsvolle Kurse bringen dich oft am weitesten. 35. Effektiv. Effective. Genau. Effektiv heißt, etwas wirkt gut und das Ziel wird erreicht. Zum Beispiel, das neue Training ist sehr effektiv. Ich habe schon 5 Kilo abgenommen. Wir müssen effektiv arbeiten, um das Projekt rechtzeitig fertig zu bekommen. Diese Lernmethode ist effektiv. Man merkt schnell Fortschritte. Dieses Adjektiv ist wie der passende Schlüssel für ein Schloss. Du steckst ihn rein, drehst um und die Tür ist offen. Ich habe angefangen, jeden Tag 10 Minuten laut Deutsch zu lesen. Das ist echt effektiv. Super Idee. Laut lesen hilft enorm. Gibt es einen Unterschied zwischen effektiv und effizient? Ja, effektiv bedeutet, dass etwas überhaupt funktioniert und das Ziel erreicht wird. Effizient bedeutet, es funktioniert mit wenig Aufwand, also effektiv gleich wirkungsvoll. Effizient gleich mit wenig Aufwand. 36. Möglich. Possible. Genau. Möglich heißt machbar. Es kann sein. Zum Beispiel, ist es möglich, morgen freizunehmen? Alles ist möglich, wenn du daran glaubst. Es war nicht möglich, den Zug noch zu erwischen. Stell dir eine offene Tür vor. Du kannst hindurchgehen. Der Weg ist frei. Alles ist möglich. Meinst du, es ist möglich, die B2-Prüfung zu bestehen, wenn ich nur 2 Wochen lerne? Zögerlich. Möglich ist es vielleicht, aber sehr stressig. Nimm dir lieber Zeit. 37. Unmöglich. Impossible. Richtig. Unmöglich bedeutet, es geht nicht. Es ist nicht machbar. Zum Beispiel, es ist unmöglich, in 2 Tagen 1000 Wörter zu lernen. Diese Kiste alleine zu tragen, ist für mich unmöglich. Unmöglich. So etwas habe ich noch nie gehört. Dieses Adjektiv ist wie eine dicke Betonwand ohne Tür. Du kommst einfach nicht durch. Mein Chef erwartet, dass ich 200 E-Mails in einer Stunde schaffe. Das ist doch unmöglich. Mitfühlend. Das klingt wirklich nicht machbar. Da muss er wohl seine Erwartungen ändern. Heißt unmöglich manchmal auch unverschämt? Umgangssprachlich ja. Wenn jemand sagt, dein Verhalten ist unmöglich, meint er, es ist total daneben. 38. Verfügbar. Available. Genau. Verfügbar heißt vorhanden. Man kann es nutzen. Zum Beispiel, WLAN ist in der Bibliothek verfügbar. Sind noch Plätze im Kurs verfügbar? Das Angebot ist nur heute verfügbar. Stell dir vor, du steigst in einen Bus und viele Sitze sind frei. Diese Sitze sind verfügbar. Ich suche ein bestimmtes Buch, aber es ist nirgends verfügbar. Schau mal online nach einem E-Book. Das ist oft verfügbar, auch wenn das Papierbuch fehlt. 39. Verantwortlich. Responsible, oder? Genau. Verantwortlich heißt zuständig sein, die Verantwortung tragen. Zum Beispiel, er ist verantwortlich für das Marketingprojekt. Wer ist verantwortlich für den Schaden? Ich fühle mich verantwortlich für meinen kleinen Bruder. Dieses Adjektiv ist wie ein Rucksack voller wichtiger Aufgaben. Du trägst ihn und passt auf, dass nichts herausfällt. In meinem Job bin ich verantwortlich für alle Kunden-E-Mails. Oh, das ist eine wichtige Aufgabe. Man vertraut dir also. Ja, ich gebe mir Mühe, alles gut zu machen. 40.
Notwendig. Necessary. Richtig. Notwendig heißt, es wird unbedingt gebraucht. Es muss sein. Zum Beispiel, es ist notwendig, regelmäßig zu lernen, um Fortschritte zu machen. War die Operation notwendig? Nicht alles, was teuer ist, ist auch notwendig. Stell dir die Luft zum Atmen vor. Sie ist absolut notwendig. Ohne sie geht nichts. Ist es notwendig, alle Grammatikregeln perfekt zu lernen? Nicht alle perfekt, aber die Grundlagen sind notwendig, damit man dich versteht. Notwendig heißt also nötig, oder? Genau. Notwendig und nötig bedeuten fast das Gleiche. Es wird gebraucht. Super. Weiter geht's mit unserer letzten Gruppe. B2-Adjektive für echten Fortschritt. Set 5 heißt B2-Adjektive für echten Fortschritt. Diese Wörter bringen dein Deutsch noch einmal auf ein neues Level. 41. Bedeutend. Significant. Genau. Bedeutend heißt sehr wichtig, groß oder einflussreich. Zum Beispiel, das ist ein bedeutender Unterschied. Sie spielt eine bedeutende Rolle in der Firma. 1989 war ein bedeutendes Jahr in der deutschen Geschichte. Stell dir vor, du markierst ein Wort im Text mit einem Neonstift. Es leuchtet und sticht hervor. Es ist bedeutend. Diese Prüfung ist bedeutend für mich, denn sie entscheidet über meinen Studienplatz. Ernst. Verstehe. Das ist wirklich wichtig. Aber mach dich nicht verrückt. Du bist gut bereitet. Weidurchtig. 42. Wesentlich. Essential oder fundamental. Richtig. Wesentlich bedeutet grundlegend wichtig. Man kann es nicht weglassen. Zum Beispiel, der wesentliche Punkt hier ist die Kommunikation. Es ist wesentlich, genug Zu schlafen, um gesund zu bleiben. Zwischen B1 und B2 gibt es einen wesentlichen Unterschied im Ausdruck. Dieses Adjektiv ist wie das Fundament eines Hauses. Ohne das Fundament stürzt alles ein. Es ist wesentlich beim Deutschlernen, regelmäßig Vokabeln zu wiederholen, oder? Absolut. Wortschatz ist das Fundament deiner Sprachkenntnisse. Ohne den geht nichts. 43. Entscheidend. Crucial. Genau. Entscheidend heißt ausschlaggebend. Das Wichtigste für eine Entscheidung. Zum Beispiel, die nächsten Wochen sind entscheidend für das Projekt. Die entscheidende Frage ist, haben wir genug Budget? Sein Tor in der 90. Minute war entscheidend für den Sieg. Stell dir vor, du machst ein Puzzle und das allerletzte Teil fehlt. Dieses Teil ist entscheidend, damit das Bild fertig wird. Bei der Prüfung war der mündliche Teil entscheidend. Zum Glück lief der gut. Super. Oft entscheidet der letzte Moment über den Erfolg. 44. Aktuell. Heißt das actually? Vorsicht, nein. Aktuell heißt current oder zurzeit. Zum Beispiel, mein aktueller Sprachkurs ist B2. Die aktuellen Nachrichten sind manchmal deprimierend. Das Thema Klimawandel ist aktuell sehr wichtig. Stell dir vor, du hältst die Zeitung von heute in der Hand. Das sind die aktuellen Nachrichten. Die von gestern sind alt. Aktuell lerne ich jeden Tag 2 Stunden Deutsch, weil ich bald eine Prüfung habe. Sehr fleißig. Deine aktuelle Lernroutine wird sich auszahlen. Aktuell heißt also current, nicht actually, oder? Genau, viele verwechseln das. Aktuell ist gleich zurzeit. Actually ist gleich eigentlich oder tatsächlich. 45. Verlässlich. Ist das wie zuverlässig? Ja, genau. Verlässlich heißt reliable. Man kann darauf bauen. Zum Beispiel, mein alter VW ist sehr verlässlich. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Wikipedia ist oft verlässlich, aber nicht immer 100%. Tom ist ein verlässlicher Freund, auf den kann ich zählen. Dieses Adjektiv ist wie ein Boomerang. Du wirfst ihn weg und er kommt sicher zu dir zurück. Er ist verlässlich. Google-Übersetzer ist nicht immer verlässlich. Manchmal kommen lustige Fehler dabei raus. Stimmt. Ein gutes Wörterbuch ist oft verlässlicher. Verlässlich ist das gleiche wie zuverlässig, oder? Genau. Beide bedeuten, dass man sich darauf verlassen kann. 46. Konkret. Concrete oder specific. Richtig. Konkret heißt ganz genau, greifbar, nicht nur eine Idee. Zum Beispiel, nenn mir bitte ein konkretes Beispiel. Wir brauchen konkrete Ziele, nicht nur Träume.
Der Plan klingt gut, aber jetzt müssen wir konkret handeln. Eine Idee im Kopf ist wie Rauch. Wenn du etwas daraus baust, das du anfassen kannst, ist es konkret. Die Regel verstehe ich nicht so gut. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben? Klar, Beispiele machen alles konkreter und verständlicher. 47. Komplex. Komplex. Genau. Komplex bedeutet vielschichtig, mit vielen Teilen, nicht einfach. Zum Beispiel, das menschliche Gehirn ist sehr komplex. Die Situation ist komplex. Wir brauchen Zeit, um sie zu verstehen. Dieser Text ist sprachlich komplex geschrieben. Stell dir ein Uhrwerk mit hunderten kleinen Zahnrädern vor. Alles greift ineinander. Das ist komplex. Die Deutschgrammatik ist wirklich komplex. Ja, sie hat viele Teile, aber du lernst sie Stück für Stück. Dann ist es machbar. 48. Tiefgründig. Profound? Sehr gut. Tiefgründig heißt, es hat eine tiefe Bedeutung. Es ist nicht oberflächlich. Zum Beispiel, das war ein tiefgründiges Gespräch übers Leben. Sie mag tiefgründige Bücher, keine seichten Romane. Der Film wirkt simpel, ist aber sehr tiefgründig. Dieses Adjektiv ist wie ein dunkler, tiefer See. An der Oberfläche sieht man wenig, aber darunter ist unendlich viel Platz. Manche deutsche Lieder sind echt tiefgründig, wenn man auf den Text achtet. Stimmt, da steckt oft viel Weisheit drin. 49. Umfangreich. Extensive. Genau, umfangreich heißt, es beinhaltet sehr viel, es ist groß. Zum Beispiel, das Lexikon ist umfangreich, es hat 1000 Seiten. Sie hat umfangreiche Erfahrung im Management. Die Sammlung ist sehr umfangreich, über 500 Stücke. Stell dir vor, du stehst in einer riesigen Bibliothek mit tausenden Büchern. Das Wissen dort ist umfangreich. Der B2-Wortschatz ist ganz schön umfangreich, oder? Ja, es gibt viele Wörter. Aber schau mal, 50 davon hast du heute schon gelernt. 50. Zuversichtlich. Ein schönes Wort. Confident oder optimistic? Genau. Zuversichtlich heißt, man glaubt fest daran, dass die Zukunft gut wird. Zum Beispiel, ich bin zuversichtlich, dass wir das Projekt schaffen. Trotz der Nachrichten bin ich zuversichtlich geblieben. Sie blickt zuversichtlich in die Zukunft. Dieses Adjektiv ist wie ein heller Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Du spürst Hoffnung und weißt, es wird gut. Ich mache zwar noch Fehler, aber ich bin zuversichtlich, dass mein Deutsch immer besser wird. Genau das ist die richtige Einstellung. Bleib zuversichtlich. Du schaffst das. Zuversichtlich heißt also optimistisch, oder? Ja, zuversichtlich sein bedeutet fest ans Gute zu glauben. Unglaublich. Das waren alle 50 Adjektive. Juhu, ich hab's geschafft und ich fühle mich richtig zuversichtlich jetzt. Das freut mich. Jetzt setzen wir das Gelernte in einer Mini-Geschichte ein, okay? Also, stell dir vor, letzte Woche hatte ich eine Wohnungsbesichtigung in Berlin. Ich war total nervös und irgendwie überfordert, weil 20 andere Leute da waren. Oh wow, 20 Leute. Das ist überfordernd. Was ist passiert? Der Makler war zuerst ziemlich streng und formal. Er hat ernst geschaut und Fragen gestellt. Ich wollte freundlich und selbstbewusst wirken, aber innerlich war ich schüchtern und ängstlich. Verständlich. Wohnungsbesichtigungen können einschüchternd sein. Genau. Mir ist dann etwas richtig Peinliches passiert. Aus Versehen habe ich den Vermieter geduzt. Ich sagte, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Uff, das war dir sicher unangenehm. Ja, mega peinlich. Der Vermieter hat mich erst verwirrt angeschaut, dann zum Glück gelächelt. Er war doch ziemlich freundlich und hat gesagt, kein Problem, das passiert vielen. Da war ich erleichtert. Na, ein Glück. Hat er deine Bewerbung denn gemocht? Ich glaube schon. Er fand es zum Beispiel praktisch, dass ich alle Unterlagen dabei hatte. Stolz. Ich war gut vorbereitet. Gehaltsnachweis, Schufa, alles. Obwohl ich innerlich total verwirrt war von dem ganzen Prozess, habe ich trotzdem versucht, ruhig zu bleiben. Super. Vorbereitung ist entscheidend. Und wie ging es weiter? Dann mussten wir ein Formular ausfüllen. Das war kompliziert und ich war kurz verwirrt bei einer Frage. Zum Glück war eine andere Bewerberin hilfsbereit und hat mir erklärt, was Haushaltsnettoeinkommen bedeutet. Lachend. Ach, wie nett von ihr. Gemeinsam geht es leichter.
Am Ende, nach diesem ganzen unangenehmen Stress, kam die entscheidende Nachricht. Ich habe die Wohnung bekommen. Der Vermieter meinte, ich wirke zuverlässig und freundlich. Wahrscheinlich, weil ich so zuverlässig alle Dokumente hatte. Wow, herzlichen Glückwunsch. Tolle Nachrichten. Strahlend. Danke. Ich war so stolz und zufrieden nach dieser Achterbahnfahrt. Die Situation war zuerst seltsam und stressig, aber am Ende bin ich richtig zuversichtlich aus dem Termin gegangen. Das hast du super gemacht und du hast viele neue Adjektive direkt angewendet. Lachend. Glücklich. Stimmt, mitten im echten Leben lernt man am besten. Klasse. Fassen wir kurz zusammen, was du gelernt hast. Wir hatten 5 Kategorien je mit 10 Adjektiven. 1. Charakter und Menschen. Freundlich, ehrlich, geduldig, zuverlässig, ehrgeizig, schüchtern, locker, streng, hilfsbereit, selbstbewusst. 2. Gefühle und Emotionen. Nervös, entspannt, frustriert, begeistert, überfordert, neugierig, zufrieden, verwirrt, stolz, ängstlich. 3. Alltag und Situationen. Praktisch, nützlich, typisch, seltsam, peinlich, angenehm, unangenehm, kompliziert, gewöhnlich, selbstverständlich. 4. Arbeit, Schule und Denken. Logisch, unklar, präzise, anspruchsvoll, effektiv, möglich, unmöglich, verfügbar, verantwortlich, notwendig. 5. Wichtige B2-Adjektive. Bedeutend, wesentlich, entscheidend, aktuell, verlässlich, konkret, komplex, tiefgründig, umfangreich, zuversichtlich. Puh, 50 Stück. Lachend. Wahnsinn. Lass mich mal ein paar laut sagen. Zuverlässig, selbstverständlich, zuversichtlich. Sehr gut. Achte auf die Betonung. Zuverlässig. Betonung auf less. Selbstverständlich. Zuversichtlich. Aber das klang schon super. Wiederholt langsam. Zuverlässig, selbstverständlich, zuversichtlich. Prima. Jetzt kennst du 50 neue Worte. Wie fühlst du dich? Ehrlich, ich bin etwas müde, aber sehr zufrieden und stolz. Und natürlich zuversichtlich. Das kannst du auch sein. Dein Deutsch wird jedes Mal besser. Du kannst richtig stolz auf dich sein. 50 neue Adjektive sind kein kleines Ding und du hast es geschafft, ganz ohne Stress. Glücklich. Ich fühle mich bereit für B2. Danke für die tolle Erklärung. Gern geschehen. Jetzt kommt noch eine kleine Hausaufgabe für dich. Wähle 7 Adjektive von heute und schreibe je einen Satz damit. Gute Idee. So übe ich sie direkt. Genau. Schreib die Sätze gerne in die Kommentare oder einfach für dich zur Übung. Bleib dran und hab keine Angst vor Fehlern. Lernen darf auch locker und angenehm sein. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann wirst du unser letztes Video 50 Verben, die du jetzt brauchst, lieben. Verben und Adjektive gehören zusammen wie Legosteine. Wenn du beide Folgen kennst, klingt dein Deutsch sofort viel natürlicher. Klick nach diesem Video unbedingt auch auf die Verbenfolge. Du findest sie direkt auf unserem Kanal oder in der Endkarte. Und wenn du neu bist, vergiss nicht, uns zu abonnieren. Hier kommt regelmäßig ein neuer Schritt Richtung B2, ganz ohne Stress. Danke, dass du heute dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Und viel Spaß beim Weiterlernen. Tschüss!